Ja, wir sind heute mit Michael Fickinger zusammen. Mein Name ist Lukas Wenger. Ich arbeite als Leiter Beratung bei der Firma BIND GmbH in Winterthur. Michael, du bist der Betriebschef der AD Swissnet AG. Magst du dich kurz selbst vorstellen? Ja, herzlichen Dank, Lukas. Mein Name ist Michael Fickinger. Ich bin 52 Jahre alt, wohne in der Agglomeration von Winterthur und habe da Familie, einen Sohn und so. Und ja, ist im Gesundheitswesen jetzt seit 12 Jahren, ja, ungefähr 12 Jahre. Bin da eingestiegen über die Blue Care damals und da Managed Care Sachen gemacht. Und dann bei der Health Infonet AG und dann, ja, seit 2016 eben bei der AD Swiss, wo ich lange Jahre Geschäftsführer war und seit Ende 2023 bin ich für die Operations verantwortlich. Vielen Dank. Wir haben uns heute verabredet, um über das Thema Public-Private Partnership, PPP, zu sprechen. Der Verein PPP Schweiz hat sich 2020 selbst aufgelöst mit der Begründung, dass dieses neue Vorgehen öffentlich-privater Partnerschaft nach dem PPP-Modell nun in der Schweiz verankert sei. Deswegen sei diese Aufgabe erledigt. Wie erledigt ist PPP für dich in deinem Arbeitsalltag? Ja, für mich hat das Ganze so zwei Seiten oder man kann es aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Wie so vieles, das etwas komplexer ist oder vielleicht auch problembehaftet ist. Für mich hängt es vor allem auch damit zusammen, wie man PPP versteht, wie man das definiert. Und wenn man darunter versteht, dass die Politik die Rahmenbedingungen schafft und die Verwaltung diese Rahmenbedingungen eben konkretisiert, und dann die Privatwirtschaft zur Erfüllung dieser Rahmenbedingungen beitragen kann, dort, wo es eben auch am besten kann, also die öffentliche Hand, wo sie am besten tätig werden kann und die Privaten, wo sie am besten tätig werden kann, dann finde ich, ist das eine gute Sache. Beispiele sehen wir in der Immobilienbranche beispielsweise, wo der Staat die Rahmenbedingungen und die Gemeinden dann die Rahmenbedingungen schaffen, aber die Bautätigkeit durch Private durchgeführt wird. Und das haben wir mittlerweile, glaube ich, verstanden, dass so der Wohnungsbau beispielsweise selber eben durch die öffentliche Hand schwierig ist. Und da sehen wir auch, da gibt es auch die meisten Incentives oder in der Immobilienbranche, in der Baubranche, da gibt es steuerlich interessante Modelle, die das eben ermöglichen. Und im Gesundheitswesen, da kennen wir es auch, wahrscheinlich am besten aus dieser Softwarelösungen, Beratung und so weiter fürs Gesundheitswesen zu liefern. Das funktioniert nach demselben Modell. Aber dieses Public-Private Partnership-Modell sehen wir oder sehe ich vor allem ein bisschen im Wandel im Moment. Und zwar im Bereich EPD, um mal ein Beispiel zu nennen, da ist die Verwaltung nicht mehr zufrieden mit diesem PPP. Man sagt, dass die 8 Stammgemeinschaften gescheitert sind. Und ja, das sagt man nicht einfach nur so, sondern das steht auch im Bericht der Finanzkommission vom Januar 2024. Dass da vor allem das Cross-Community, also diese Zusammenarbeit gescheitert ist und dass die Privaten nicht miteinander tun, ist so dort die Aussage. Und ich bin der Meinung, das ist nicht ganz so richtig, denn zum einen ist es so, dass diese 8 Stammgemeinschaften nicht alle privat sind, davon sind nur 2 privat. Die restlichen 6 sind kantonal finanziert, durch den Kanton finanziert. Und es ist sogar noch einer dabei, der hat wie so eine quasi marktbeherrschende Stellung, quasi sage ich, oder? Weil er halt eben von mehreren Kantonen finanziert wird. Und dieser Bericht der Finanzkommission, das hole ich ein bisschen weiter aus, der sagt eben auch, da muss es eine neue staatliche Plattform geben. Und da überschreiten wir jetzt diese Grenzen. Also jetzt will der Staat auch für die Umsetzung sorgen und das ist ein ganz anderes PPP-Modell. Und obwohl wir eigentlich schon sehen, dass diese Lösungsidee dort von wir brauchen eine gemeinsame Plattform sich so ein bisschen hat schon wieder eigentlich
nicht bewahrheitet, weil es gab Zusammenschlüsse jetzt von Stammgemeinschaften, die privat finanziert sind und die eigentlich schon beweisen, man kann solche Plattformen auch privat betreiben. Und ja, was ich denke, man bräuchte ein bisschen mehr Flexibilität bei dieser Lösungsfindung. Was macht der Staat? Was machen die Privaten? Und heute geht man mit einer Idee, die irgendwann mal festgelegt wurde und dann man hält dann stur daran fest, oder? Aus der Softwareentwicklung kennt man das so, am Anfang eine Idee und dann kommt die wasserfallmäßige Umsetzung von dem Ganzen. Und ja, ich glaube, das bräuchte ein bisschen mehr, Flexibilität, Agilität, wie man das sagt, die Lösung in Frage stellen und das können halt die Privaten auch. Da braucht es eine Kooperation mit den staatlichen Akteuren und deshalb sehe ich für das Gelingen dieser Übung in der Digitalisierung des Gesundheitswesens, da braucht es eigentlich mehr Brückenbauer und Diplomaten als Gesetzgeber und Bestimmer. Ihr beschäftigt euch mit der Vernetzung im Gesundheitswesen als AD Swissnet. Wie soll diese Vernetzung im Gesundheitswesen verbessert werden? Wer soll die treibende Kraft dafür sein? Eher der Staat oder eher die Privaten? Also die Frage stellt sich, wer soll die Gesundheitsdaten halten und austauschen? Wie kann man die Kooperation verbessern zwischen stationär und ambulant? Die Informatik vernetzen, Stichwort da ist die Interoperabilität. Welche Rolle hat die Prävention bei dieser Vernetzung im Gesundheitswesen oder wie kann die Seite der Patientinnen und Patienten einbezogen werden? Kann man davon auch profitieren, indem man sparen kann, wenn man sich besser vernetzt? Wie siehst du das? Das sind ganz viele Fragen. Ja, ich versuche es mal so zu beantworten. Also ich finde, diese Domäne gehört zu den Privaten oder die sich darum kümmern, weil Kommunikation unter den Gesundheitsorganisationen, da ist man dann ganz schnell bei den Prozesse in Spitälern zwischen den Organisationen, zwischen der niedergelassenen Ärzteschaft. Da braucht's viel Kenntnis davon, da muss man in die Institutionen hineingehen, schauen, wie diese Prozesse funktionieren. Und ja, das ist eigentlich klassisch die Domäne der Privaten, ganz nahe am Kunden sein und mit denen Lösungen entwickeln. Zur Interoperabilität, da kann man mittlerweile sagen, das funktioniert. Das war vor 15 Jahren noch anders. Da hat man gedacht, das ist das Richtige, ist dann mit der Zeit draufgekommen, dass es recht schwierig ist, Interoperabilität zu machen. Und heute haben wir eigentlich bewiesen, das funktioniert, das geht, diese Interoperabilität. Und von daher finde ich, sind das die richtigen technischen Ansätze auch. Die Prävention betreffend, da sind wir natürlich ganz stark an dem KVG orientiert und OKP und so weiter, das sieht das nicht vor, oder? Aber auch da sehe ich Parallelen in Bezug der kreativen Lösungsfindung. Also nicht eine Lösung und dann schaffen wir stur da drauf hin, sondern da braucht es ein bisschen Kreativität. Und da gibt's auch so ein Beispiel, das in aller Munde im Moment ist, das ist im Jurabogen, das Projekt Réseau de l'Arc, wo eben sich der Kanton und die Privaten zusammengeschlossen haben, ein ganz neues Versicherungsmodell entwickelt haben und wo so in die Prävention investiert werden kann. Das soll jetzt auch ausgerollt werden. Da gibt's jetzt schon die ersten Nachrichten im Tessin und noch in einer anderen Region, wo es kommen soll. Also auch da wäre wieder ein Plädoyer, Private-Public Partnership braucht innovative Lösungen. Konkret geht es jetzt um ein Beispiel, Bereich Medikation, die E-Medikation. Das sind eigentlich die Grundlagen alle vorhanden. Es gibt die Standards, es gibt diesen E-Medi-Plan. Die Medikation wird digital geführt in Klinikinformationssystemen, in den Praxisinformationssystemen und alle scheinen eigentlich auf den Nutzen zu warten. Der Aufwand zum Beispiel für eine Eintrittsmedikation im Spital könnte man senken. Es würde weniger Nachfragen geben bei Unklarheiten. Man hätte mehr Möglichkeiten für Interaktionscheck, also den Nutzen von Clinical Decision Support Systemen. Aber trotzdem ist das irgendwie in der Schweiz
ist dieser Teil der Digitalisierung im Gesundheitswesen noch gar nicht da. Was könnte denn PPP hier beitragen? Ja, also ich verfolge dieses Thema E-Medikation jetzt auch schon über 10 Jahre und muss sagen, das fehlt noch einiges. Das Thema ist viel komplexer, als es diskutiert wird, und diejenigen, die da schon mal Lösungen entwickeln können das, glaube ich, bestätigen. Warum es nicht funktioniert, hängt vor allem meiner Meinung nach auch mit so Annahmen an, wie denn die Medikation und der Austausch erfolgen sollte. Und ich glaube, wir haben jetzt gerade ein gutes Beispiel mit dieser E-Rezept-Initiative, wo sich die Verbände zusammengeschlossen haben und wo man da nach einer Lösung gesucht hat. Also man hat jahrelang versucht, eine zentrale Lösung zu schaffen und hat dann vom Elfenbeinturm herunter hat man sich dann auch Geschäftsmodelle ausgedacht und hat da gesagt, ja, es muss 1 Franken der Arzt und 1 Franken der Apotheker und all solche Dinge. Nichts hat aber in aller Konsequenz funktioniert. Und dann kam jetzt diese Lösung, und die hat eben nicht auf eine zentrale Infrastruktur gesetzt, sondern die hat dieses E-Rezept mit einer Blockchain abgespeichert. Also nicht zentral, aber trotzdem sicher. Und das, glaube ich, das war der entscheidende Faktor, damit dieses E-Rezept überhaupt eine Chance hat. Also man braucht nicht diesen großen Überbau, den man nicht weiß, wie man den bauen und finanzieren soll. Und zum Schluss bleibt kein Atem mehr da, bleibt nichts mehr übrig, um in eben die Prozesse zu gehen. Man hat jetzt diese dezentrale Lösung und man erlaubt es den Leistungserbringern selber dafür Lösungen zu suchen, wie es in ihrem Kontext funktioniert. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel. Und aber trotzdem auch natürlich die Public-Seite könnte da natürlich schon einiges beitragen. Und auch wenn es jetzt manche vielleicht nicht so gefällt, was ich da sage, wäre eine Pflicht, die E-Medikation zu haben und einzuführen. Das würde ich erwarten jetzt von der staatlichen Seite, und dann kann sich die Industrie da überlegen, wie setzt sie das um. Also ein Beispiel jetzt, wo die Privaten Erfolg feiern können. Jetzt, wie sieht das beim elektronischen Patientendossier aus? Wie könnte da Public-Private Partnership zum Erfolg beitragen? Ja, auch da denke ich, da braucht es ein Umdenken an ganz vielen Punkten, wie man da Erfolg haben kann. Ich denke, da muss recht viel überdacht werden. Was wir auch heute verstehen, ist, dass dieses Thema Zertifizierung dann dieser Plattformen so derart viel Raum eingenommen hat, derart viele Ressourcen schluckt, und zum Schluss bleibt gar keine Zeit und auch gar keine Finanzen mehr übrig, um clevere Lösungen zu entwickeln und um den Leistungserbringer tatsächlich zu helfen. Und ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es Zertifizierung nicht braucht und Sicherheit nicht braucht und so. Das braucht es natürlich alles. Und da muss man nochmal genau hinschauen. Da ist viel Überflüssiges entstanden. Da ist eine Art auch, wie soll ich sagen, blinde Akzeptanz entstanden. Man muss das alles zertifizieren bis ins kleinste Detail hinunter. Das muss man sich anschauen. Und das braucht's auch. Das müssen auch Sachen weggenommen werden, gestrichen werden, abgeschafft werden, um da Erfolg zu haben. Als Vertreter der privaten Seite, was würdest du dir bei der Digitalisierung vom Gesundheitswesen von Seiten der Public mehr wünschen? Also, ja, ich glaube, wir müssen mehr miteinander reden. Das geschieht ja schon heute. Es gibt Foren, Arbeitsgruppen und so weiter. Aber es braucht ein viel, viel tieferes Verständnis von der Aufgabenteilung. Ich denke, die muss man aushandeln, und das passiert heute noch nicht. Da müssen wir mehr tun, und die Public-Seite mit den Privaten, direkte Gespräche, ein Aufbau einer konstruktiven Beziehung wäre da sehr, sehr gut, und das würde uns voranbringen, glaube ich. Als Vertreter der Privaten, was würdest du denn der öffentlichen Seite, der Public-Seite für Angebote machen können für eine gemeinsame, bessere Digitalisierung im Gesundheitswesen? Ja, es ist vor allem die Gesprächsbereitschaft, eben diese Diskussion zu führen, offen zu sein, auch wer ist für was verantwortlich, die Rollen abzugrenzen und solche Dinge.
denke ich, das ist das Wichtigste, das müssen wir tun, bevor wir dann reden können über, was ist denn, was wollen wir denn damit erreichen mit diesem elektronischen Patientendossier und wer finanziert dann auch was? Das kommt dann in der zweiten Linie, denke ich. Vielen Dank für dieses Gespräch, lieber Michael. Vielen Dank, Lukas.